Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Update aus meiner Brickworld auf meinem Kanal hier. Und zwar machen wir, wenn ich mich nicht ganz irre, heute Update 134 schon, immer noch im alten Layout, aber die Arbeiten drüben in den neuen Räumlichkeiten gehen ganz gut voran. Die werden jetzt fast komplett draußen. Der Elektriker wird vielleicht sogar diese Woche noch kommen, um die ganzen Kabel zu verlegen. Schauen wir mal, ob das klappen wird. Ansonsten nächste Woche, denke ich. Aber zurück zum eigentlichen Thema, nachdem wir das letzte Mal hier diesen großen Wachturm fertig gebaut hatten, der ist ja doch ein ganzes Stück gewachsen, werden wir heute wieder mal zurück zum Bahnhof gehen. Dort waren wir ja einige Zeit schon nicht mehr. Und statt Fassade oder so zu bauen, werden wir heute einen neuen Laden bauen. Und zwar geht es um diesen Bereich hier unten, diesen kleinen Laden. Den werden wir heute bauen. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem ich auch eure Kommentare gelesen habe, werden wir einen Candy Shop heute bauen. Also einen kleinen Süßigkeitenladen. Ich glaube, der passt ganz gut in diese kleine Räumlichkeit rein. Wie gesagt, hier kommt ja schon die Wand. Das heißt, der Laden ist wirklich ziemlich klein. Aber ich denke, das wird eine schöne Sache. Da kann man einiges machen. Wir haben ein schönes Fenster hinten. Das heißt, man wird dann auch später super reinschauen können. Wenn im neuen Layout da hinten kann man ja dann später noch reinschauen. Wenn dann im neuen Layout hier hinten geht es ja noch deutlich weiter. Kommen die Gleise erstmal und dann noch was dahinter. Aber wie gesagt, heute Candy Shop. Wir schauen mal, wohin die Reise führt. Viel Spaß dabei! Ein riesiger Vorteil hier von dem Thema Candy Shop ist, dass ich endlich mal diese ganzen rosanen und lilanen Fliesen anwenden kann, weil einfach diese poppigen Farben natürlich super praktisch sind. Ich habe jetzt einfach mal hier vorne angefangen, habe das Ganze jetzt so mit lila, rosa umrandet und auch schon ein Schild angebracht mit dem Candy Shop. An der Tür habe ich noch so eine lilane Blume angebracht, einfach als Türknauf, fand ich auch ganz nett. Und auch hier drin habe ich jetzt einfach mal unten so eine, ja, Fußbodenleiste ist es nicht, aber es ist der untere Teil der Regale, die da hinkommen werden. Auch in diesem Muster, weil ich denke einfach, dass das ganz gut hinkommt, so farbtechnisch, einfach um das hier so ein bisschen rausstechen zu lassen. Man sieht es auch, es sticht auch wirklich heraus gegenüber den anderen Läden und ich finde es einfach ganz schick. Wie gesagt, man kann auch endlich mal Steine verwenden, die man eher selten verwenden kann. Und hier ist jetzt der perfekte Punkt dafür. Ich werde jetzt hier drin mal anfangen, hier so ein paar Regale anzubauen, wo dann die ganzen Candy-Sachen reinkommen und die Theke muss natürlich auch noch gebaut werden, aber ich glaube, das ist eine super Lösung für diesen kleinen Laden hier, weil wie gesagt, hier ist das Modul zu Ende und ich wollte jetzt nicht übergreifend bauen, einfach damit es hier ein bisschen ordentlicher zu transportieren etc. ist. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und nicht wundern, ich habe das Dach abgenommen hier drüben, einfach um besser ranzukommen. Außerdem musste ich hier noch ein bisschen umbauen, dass der Übergang hier besser wird. Aber ja, es geht jetzt weiter und wir schauen gleich nochmal, wie sich das Ganze hier mit dem kleinen Laden entwickelt. So, ich habe jetzt hier so eine Art kleine Candy Bar eingebaut. Das sind einfach zwei Ebenen von ja, so Regalen, wo jetzt gleich noch Sachen reingefüllt werden. Ist ein bisschen schwer zu filmen gerade, muss ich sagen. Von der Seite könnt ihr sehen, sieht es ungefähr so aus. Da kommen jetzt gleich ganz viele bunte Steine rein, einfach um so verschiedene Süßigkeiten anzudeuten. Geht relativ gut hier an die Rand vom Fenster. Gefällt mir ganz gut. Auf der anderen Seite machen wir das ja nicht so, weil es dann doch ein bisschen arg eng wird. Und wir haben auch gar nicht so viel Platz, dann wäre das direkt vorm Fenster. Das will ich vermeiden. Aber ich glaube, das macht schon mal einen riesen Unterschied, wenn da jetzt gleich ganz viel Kram drin ist, wird es schön bunt hier drin werden. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Boden fließen. Ob ich da auch relativ bunt werde, muss ich mal schauen. Vielleicht was Weißes mit ein bisschen was Buntem. Auf jeden Fall glaube ich, dass das hier eine ganz schöne Geschichte wird, eben auch mit den Farben. Und hier werden jetzt einfach gleich verschiedene Sachen eingefüllt. Da schaue ich gleich mal, was ich alles da habe. Wird schön bunt, nehme ich an. Und ich hoffe, das sieht dann auch so gut aus, wie ich es mir vorstelle. Und es ist einiges vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Ich habe den Boden gefliest, habe mich da hauptsächlich an einem weißen Schachbrettmuster, so ein versetztes Muster gehalten. Und dazu noch ein bisschen das Rosane und das Lilane beibehalten. Ich habe auch die Theke hier an der Seite aufgefüllt mit den ganzen Leckereien. Und hier vorne ist eine Figur reingekommen, die im Schaufenster steht. Das ist eine von den Videofiguren, die sind ja ganz praktisch dafür. Und ich dachte, die passt auch super in so einen Candy-Shop rein. War ja, glaube ich, in dem Paket, das irgendwann mal vom Kanalmitglied Zockt zugeschickt wurde. Und die ist jetzt hier ganz gut eingebaut worden, mit noch ein bisschen Eis in der Hand oder was auch immer es sein mag. Vielleicht sind auch irgendwelche Süßigkeiten aus einer Tüte. Und hier kommt dann jetzt der Tresen hin, der Verkaufstresen noch. Hier habe ich noch so ein paar Schubladen angedeutet. Und hier werden dann auch gleich noch ein paar Sachen drankommen. Hier müssen wir noch die Wand hochziehen, weil das bleibt natürlich nicht so. Und dann schauen wir mal,
wie das Ganze dann aussieht, wenn es hier weiter ausgebaut ist. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr kleiner Laden. Ich habe mir gedacht, dass hier maximal 3 Figuren drin stehen. Hier und da noch der Verkäufer. Und ich glaube, dann sieht es auch recht voll aus und ganz schön bunt, würde ich sagen. Auch von vorne, würde ich sagen, sieht es super aus. Mir gefällt es bisher. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Ihr seht, hier vorne ist die Front jetzt schon fast fertig. Hier sind auch die oberen Fenster drin. Ich habe das farbige Muster mit dem Rosa und Lila weiter nach oben geführt, damit einfach das hier so ein bisschen rauspoppt. Und innen drin ist es auch weiter vorne gekommen. Zum einen ist jetzt alles voll mit Figuren. Die Wand hier drüben ist fast vollkommen fertig. Ich habe jetzt da unten aber noch mehr Süßkram hingemacht. Hier noch ein Plakat. Hier oben noch ein bisschen weitergeführt. Wir machen dann noch weiter. Die Verkäuferin ist da. 3 Kunden sind da. Und der kleine Laden ist ziemlich gut gefüllt, muss ich sagen. Es wird nochmal ein ganz Stück anders aussehen, wenn dann hier noch das richtige Licht reinkommt. Und auch von vorne, finde ich, sieht er doch ganz nett aus. Das heißt, was jetzt noch zu tun ist, wir müssen die Wand hier hochziehen fertig. Ebenso hier vorne fertig machen und den ganzen Innenraum dann sozusagen abschließen. Und dann müssen wir diesen oberen Teil erweitern, so dass er bis zum Ende des Moduls geht, damit wir dann dort auch die Beleuchtung einbauen können, sowohl oben vor dem Eingang als auch innen drin. Da muss ich mal schauen, welche Farbe ich da nehme. Vielleicht nehme ich da auch warmweiß, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zufrieden, wie sich der Laden hier entwickelt. Aber muss sagen, auch obwohl der Laden relativ klein ist, frisst auch das natürlich wieder Steine und Figuren. Aber ich glaube, auch von draußen wird der da mal ganz nett aussehen, weil es halt einfach noch so einen schönen bunten Farbfleck hier in das Ganze reingibt. Und ich bin zufrieden, ich baue weiter. Wir schauen gleich nochmal rein. So, jetzt bin ich auch so weit fertig, dass das Dach drauf kommen kann. Ich schau mal mit euch nochmal rein. Ich finde, es ist ganz nett geworden. Es ist ein sehr, sehr kleiner Laden. Von außen habe ich jetzt auch mal die Wand ein bisschen weiter gemacht. Aber man kann auch von außen dann später schön reinschauen. Momentan wieder kommt das Licht ja noch von der Arbeitslampe. Aber der nächste Schritt und der finale Schritt für heute ist natürlich, dass wir jetzt das hier verlängern bis zum Modulende und dann auch das restliche Licht haben. Das heißt, dass hier vorne kommt ein Licht über den Eingang ungefähr und eins nach innen. Und dann sollte das doch ganz hübsch aussehen. Dann überlege ich mir, ob ich draußen noch irgendwas mache. Ob ich da vielleicht noch eine Figur hinstelle, die irgendwas rausträgt. Könnte ganz nett aussehen. Und noch hier oben ein bisschen Leben reinbringen. Aber im Großen und Ganzen hat das jetzt schon wieder ein ganzes schönes Element mit in den Bahnhof gebracht. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Und praktischerweise, ich hatte euch, glaube ich, im letzten Video, als es um den Turmbau ging, erzählt, dass meine Dark Bluish Grey Plates ausgegangen sind. Und praktischerweise kam genau heute das neueste Paket mit Elementen, die ich so bestellt habe. Ganz viele Stützen für weitere Arbeiten am Berg. Auch das hier ist zum Beispiel übrigens für die Hütte von Thor vorne. Die soll jetzt holzhüttig werden. Da muss ich mal ein bisschen überlegen. Jetzt rutscht mir das ganze Paket hier runter. So, aber auch eine Tüte voll mit Dark Bluish Grey Plates. Ich glaube, das sind, ich weiß nicht, knapp 100 oder so. Und auch davon noch einiges. Das heißt, wir können in absehbarer Zeit auch endlich hier vorne weiterbauen mit der Front des Bahnhofs, denn mir sind die nämlich ausgegangen. Und ansonsten ist jetzt hier nichts mehr großartig Spannendes drin. Einfach nur Sachen, die man so immer mal gebrauchen kann. Die habe ich noch mitgenommen, weil die waren sehr, sehr günstig. Unter 1 Cent das Stück. So für Unterbau etc. kann man immer gut gebrauchen. Oder auch mal für was anderes, denn die Farbe ist jetzt auch nicht total abschreckend. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier drüben das Dach fertig. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie es aussieht, wenn das für heute fertig ist, der Laden. Hier habe ich jetzt das erweiterte Modul für den obersten Stock. Wie ihr sehen könnt, da wo vorher die weiße Wand zu Ende war, war das Ende bisher. Jetzt habe ich es so weit vorgezogen, dass es eben hier wirklich bis zum Rand des Moduls geht, also bis zum Ende des Ladens. Auch unten drunter habe ich es weiter verkabelt. Ihr seht, hier habe ich ein kaltweißes Licht, eben um die Beleuchtung auf dem Gang draußen zu haben. Und hier für innen in den Laden ein warmweißes Licht. Ich glaube, das sieht besser aus. Natürlich wie immer beleuchtet mit meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Findet ihr oben rechts als auch unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Klickt gerne mal drauf. Es ist ein super tolles System. Ich bin sehr davon überzeugt. Und wenn ihr dort bestellt, bekomme ich nicht nur das Zeichen, dass mein Partner ein bisschen was zurückbekommt, sondern auch eine kleine Provision, die natürlich wieder in das ganze Projekt hier fließt. Also danke da schon mal. Und ich würde sagen, ich baue das jetzt hier drauf. Da brauche ich mehr als eine Hand. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, es funktioniert ganz gut, so wie ich mir geplant habe. Und ja, wir schauen einfach gleich mal. So, ich habe jetzt mal das meiste Licht hier im Raum ausgemacht. Das heißt, wir haben so ein bisschen die nächtliche Stimmung. Und wir sehen, der neue Laden da hinten
leuchtet sehr, sehr schön. Er fügt sich schön ein in das gesamte Bild des Einkaufszentrums bzw. des Bahnhofs. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran mit euch. Ich habe noch eine Figur draußen hingestellt. Ich habe gemerkt, dass ich da noch ein paar Fliesen vergessen hatte. Aber so im Großen und Ganzen gefällt es mir wirklich gut. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So sieht das Ganze aus. Hier können wir mal schauen, ob wir hier oben ein bisschen reinschauen können. Ah, da kommen wir schon zu nah an die Kante. Aber ich kann auch mal schauen, wie es aussieht, wenn wir zum Fenster von draußen reinschauen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und im Gesamtbild sieht die Front jetzt auch sehr, sehr schön aus inzwischen. Weil eben alles so schön leuchtet. Wir sehen hier vorne auch, wie das Licht sich hier im Musikladen bewegt. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Ansicht, wenn wir dann in neuen Räumen sind und dann von da draußen auch wirklich über die Gleise hier richtig in den Bahnhof schauen können. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem neuen Laden. Wie gesagt, das war eine weitere Idee von euch. Und ja, das ist der Candy Shop. Ich bin zufrieden, ich hoffe, euch gefällt es, wie gesagt. Und wir können schon mal überlegen, was wir hier drüben bauen als nächstes. Ich weiß nicht, ob wir da 1 oder 2 Läden machen. Wie gesagt, wir haben Platz bis ungefähr, ja, Modulgrenze müsste, glaube ich, auch ungefähr die Grenze sein. Die Läden gehen, ich glaub, oder vielleicht 2, 3 Fliesen noch rein. Da muss ich mal schauen, wie es unten gebaut ist. Ich möchte es ja einigermaßen Anführungsstrichen symmetrisch haben. Wahrscheinlich bauen wir da auch noch die Rundung mit rein, denke ich. Das heißt, wir werden vermutlich in einem der nächsten Updates hier hinten erstmal die Wand hochziehen komplett und dann vielleicht schon mal die einzelnen Räume abteilen. Ja, schreibt mir gerne, was ihr dort sehen wollt. Schreibt mir gerne eure Kommentare hier zum Candy Shop. Und ja, ich bin zufrieden und auch der Blick hier runter in den Laden gefällt mir jetzt, wo jetzt noch mehr zu sehen ist. Und dann würde ich sagen, das war's für heute, für dieses Update. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da und auch gerne einen Daumen nach oben, denn alles davon hilft, den Kanal nach vorne zu bringen und das Projekt nach vorne zu schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Update. Vielen Dank. Bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.